Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Heute ist es offiziell, heute dürfen wir über das berichten, was gestern noch geheim gehalten werden sollte. Einige von euch haben es schon vielleicht geahnt, einige von euch haben es gewusst. Jetzt gibt es sehr viele krasse Neuigkeiten zu berichten und in die schauen wir jetzt mal rein. Zuallererst muss ich sagen, wir spielen ja hier auf dem Main auf S31 und hier soll im Laufe des Tages heute noch das neue Update aufgespielt werden, 14.1. Wir befinden uns immer noch bei 14.00. Ja, falls das noch heute später kommen sollte, dann kommt heute auch noch ein zweites Video. Falls es ansehnlich ist und wir irgendwas und ich euch irgendwas zeigen kann, was was schon mal sehenswert ist, sag ich mal. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Sonst bleibt es erstmal soweit bei den News. Und zwar gehen wir rein in die Update-News hier bei Shakes and Fidget. Hier steht es auch nochmal, kurze Downtime S31 und Infos zum kommenden Update 14.100. Ja, genau, hier, dass die Welt offline genommen wird, hier technische Probleme, blablabla. Stichwort Welt 31 Deutschland, denn etwas später am heutigen Dienstag wird diese Spielwelt schon einmal das Update 14.100 erhalten. Die übrigen Spielewelten werden nach aktueller Planung dann im Laufe des morgigen Mittwochs erfolgen. Das Changelog zum Update findet ihr natürlich auch hier, gehen wir gleich genauer drauf ein. Und zwar, jetzt geht's los. Mit 14.100 widmen wir uns den klassischen Dungeons. Neben einem Redesign der gesamten Funktion, die Dungeon-Karten waren wirklich zu vollgepackt, werden wir im Laufe der kommenden Wochen auch 5 mal 2 neue Dungeons veröffentlichen. Jeweils Licht- und Schattenversion eines Dungeons. Schlüssel gibt es in der Edelsteinmine der Festung zu finden. Geplant ist, dass dieses jeweils freitags passieren wird. Wir informieren aber auch noch genauer darüber, wenn es dann endlich soweit ist und wir alle Monster schnetzeln dürfen. Also, wir bekommen jetzt jeden Freitag für die nächsten paar Wochen einen neuen Dungeon. 5 Dungeons insgesamt, Licht- und Schattenwelt. Also da ist ja einiges los. Und eine neue Dungeon-Karte. Das, worauf wir schon so lange gewartet haben, das, was wir die letzten Tage auch schon vorab heraufbeschworen haben, wo ich auch nochmal drauf genauer eingegangen bin, dass das alles überfüllt ist und so weiter und so fort. Das wussten die natürlich auch und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis dies dann auch passieren wird. Also uns erwarten nicht nur 5 neue Dungeons, die jeden Freitag erscheinen werden, sondern auch noch eine neue Dungeon-Karte, die im Laufe der kommenden Woche hier veröffentlicht werden wird. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Mit der neuen Version gibt es auch schon Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des Elevators. Dazu folgt aber noch etwas in einer zukünftigen News. Es sei heute erstmal der Vollständigkeit halber genannt. Natürlich gibt es auch weitere kleine Funktionen, neue Achievements für die Dungeons, Änderungen, Verbesserungen des Spielgefühls, Quality of Life, wie es so schön im Pressespeech hätte ich jetzt gesagt, okay, heißt, und eine Reihe von Fehlern wurden ebenfalls behoben. Da empfehlen wir, okay, gucken wir gleich nochmal in den Changelog rein. Ja, aber das sind erstmal so die Kern-News, also es steht ein neuer Elevator an, dann kriegen wir 5 neue Dungeons mit neuer Dungeon-Karte, jeden Freitag einen neuen. Wir haben ja schon durch die News vor ein paar Tagen gesehen, dass diesen Freitag der erste von den 5 neuen erscheint und das ist ja das Horrorhaus. Oder was war das? Ich glaube, das Horrorhaus, ne? Nicht Höllenhaus, ich glaube Horrorhaus, ne? Zu Halloween. Das ist der erste Dungeon, der erscheinen wird. Ich bin gespannt, wie das vorab jetzt gemacht wird. Ob mit dem ersten neuen Dungeon schon eine neue Dungeon-Karte zu sehen ist, wie das überarbeitet wird. Es ist so viel, es ist so krass, ich bin so gehypt da drauf und ich bin gespannt,
ob das heute noch kommen wird oder ob das jetzt erst die nächsten Tage kommen wird. Ne? Weil ja auf S31 soll das ja schon mal vorab irgendwie raufgespielt werden. Wie gesagt, sobald hier irgendwas passiert, ja, werde ich mich sofort ransetzen und ein Video dazu machen. Ne? Also das erstmal dazu, dann gehen wir auch noch mal auf die Changelogs genauer ein. Hier ist es denn allgemein Einführung des neuen Support-Systems für englische Spielversion. Ja, okay. Elevator, Völlerei, mehr dazu in einer kommenden News. Also diesmal das Thema Völlerei. Charakter, weitere Anzeigen, wenn bestimmte Spielfunktionen freigeschaltet werden, zum Beispiel durch Dungeon-Schlüssel, Alter Ego, Spiegelschirm etc. Ja, 5 neue Dungeons in der Licht- und 5 neue Dungeons in der Schattenwelt, inklusive 10 zugehöriger Achievements, Releases der Dungeons jeweils freitags im Wochenrhythmus. Das ist eine Ansage. Also wirklich, 5 neue Dungeons in der Schattenwelt, also in der Licht- und Schattenwelt. Digga, das ist so viel XP, was da auf uns zukommen wird, ne? Das ist unglaublich. Ja, da steht auch nochmal, ja, die Dungeon-Spar-Taktik, beziehungsweise, naja, dass man Dungeon spart, hat vielleicht dadurch noch einen noch größeren Impact als sowieso schon. Überarbeitete Dungeon-Ansicht, Karte, Gegner, Voraussetzungen, interessant. Anzeige, bei welcher Ebene man garantiert einen epischen Gegenstand gewinnen kann. Ja, eigentlich war es ja immer so bei der 10. Ne? Der Endboss eines Dungeons gibt nun immer einen epischen Gegenstand. Eigentlich war es ja immer so gewesen, oder? Täusche ich mich da? Dass immer der 10. von 10 Dungeon-Gegnern immer ein garantiertes Epic gibt, oder? Das war doch schon ewig so. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Verbesserung, Sammelalbum, Achievement, viereckige Augen, berücksichtigt nun auch Lucky Coins, die in Quest bei Event Glückstag gefunden werden. Ja. Zum Charakter weitere Überarbeitung des Druiden, unter anderem fehlerhafte Rüstungsberechnung und Überarbeitung bestimmter Werte. Diverse gefundene Gegenstände, zum Beispiel Dungeon-Schlüssel, Pet-Eier, Spiegelscherben und so weiter, werden nicht mehr im Inventar zwischengelagert, sondern bei der jeweiligen Spielfunktion direkt zur Nutzung oder automatischen Freischaltung angezeigt. Optionen hinweisen bei SSO, okay, ja, irgendwas, Trennung, ja, okay. Ein paar behobene Fehler. Sammelalbum, Achievement Nikolaus entsperrt nun korrekt. Ja, Achievements Drachenreiter entsperrt nun korrekt. Wusste ich jetzt nicht, was hier alles an Fehlern jetzt ist. Wer sich das noch genauer durchlesen möchte. Ne, unter anderem bestimmte Voraussetzungen konnten irrtümlich Eventpakete, Summer Sale, okay. Okay, irgendwas. Influencer-Coupon-Codes konnten beim Start eines Spielewelt gegebenenfalls nicht eingegeben werden, wenn die Spielwelt schon vor 16 Uhr aufgerufen war. Achso, dann lag das vielleicht daran. Sehr gut zu wissen, dass es auch gefixt worden ist. Der Buchstabe J war zu weit nach links verrückt. Das ist mir aufgefallen. Das sah komisch aus irgendwie. Ja, das war wirklich, das sah sehr komisch aus, ja. Das habe ich aber nichts weiter irgendwie bei gedacht. Ja, okay, was haben wir hier noch? Durch einen Trick war es möglich, seinen Begleitern eine klassenfremde Waffe zu geben. Okay, auch, den Trick habe ich auch nicht gewusst. Okay, Taverne, Epic, Abenteuer, Extravaganza wurden in bestimmten Fällen epische Gegenstände nicht gut geschrieben. Ja, Gildenfinderfunktion. Man konnte andere Gilden angreifen und seine Gilde verlassen. Okay. Festung, Animation, irgendwas Unterwelt. Fehler behoben. Nebengebäude einer höheren Stufe haben konnten als das Hauptgebäude. Auch interessant, habe ich auch nicht gewusst. Ja, das auf jeden Fall erstmal so zum Changelog und zu den Sachen, die vor uns stehen. Ne? Also wie gesagt, auf meiner Spielwelt, auf S31 ist bisher noch nichts. Ich glaube, wenn die Spieleversion aufgetragen ist, 14.1, dann sollte auch, glaube ich, hier der Countdown für einen Elevator vielleicht sein. Ich weiß nicht. Oder, nee, der kommt ja noch vielleicht erst ein bisschen später, ne? Aber eventuell vielleicht schon eine neue Dungeon-Ansicht. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ein paar neue Achievements, irgendwie sowas. Da werde ich mal drauf achten, was passiert, wenn hier die neue Version aufgespielt worden ist, was hier denn schon alles zu sehen ist. Und ja, eventuell verweise ich dann da nochmal in einem zusätzlichen Video. Aber für das heutige Video soll es erstmal soweit an News gewesen sein. Ne? Erstmal wisst ihr alle Bescheid, was euch erwartet. Es kommt Großes auf uns zu. Ne? Und ich bin sehr gespannt, ja,
was das Ganze wird. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu, da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.